Hallo und herzlich willkommen zu einem Versprechen, was ich vor 8 Jahren gegeben habe und was ich heute einlösen möchte. Titanic, Honor and Glory, die Simulation oder das Spiel, wie auch immer man es bezeichnen will. Ich habe vor 8 Jahren gesagt in einem Video, wo ich mir das mal angeschaut habe, dass wir da später nochmal reinschauen. Jetzt ist später und wir schauen einfach nochmal rein. Ihr seht Demo 401, Update 2.0. Und wir gehen einfach mal in die Offizierskabinen. Und während das Ganze lädt, kann ich noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Man hat hier eigentlich die Titanic nachgebaut. Was heißt eigentlich? Man hat sie nachgebaut. Noch nicht ganz komplett, aber 50% der Titanic sind hier nachgebaut und man kann hier einfach rumlaufen und sich das Ganze anschauen. Und genau das machen wir jetzt mal. Wir gehen hier mal aus den Offizierskabinen heraus und sind dann hier oben an Deck. Wir sehen die Schornsteine und wir sehen, dass wir auch auf Wasser sind. Wir sind nicht mehr wie damals in der Simulation im Hafen, sondern direkt auf Wasser, und hier kommt dann die Brücke. Hier geht es eigentlich nach unten in den Bereich vorne, also Vorschiff heißt das, glaube ich. Bin jetzt kein Seemann, kenne mich da nicht so gut aus. Also hier würde man normalerweise nach hier unten kommen. Da kommt man, glaube ich, nicht hin, zumindest habe ich noch keinen Weg gefunden. So, jetzt sind wir hier auf der Brücke. Wir sehen hier das Steuerrad. Wir wissen aber auch, dass dieses Steuerrad ja nur Dekoration war, denn das eigentliche Steuerrad war hier hinten. Oder ist hier hinten. Ja, wie gesagt, Titanic, Honor und Glory. Wir haben uns das vor 8 Jahren schon mal angeschaut. Jetzt hat man hier deutlich mehr gemacht. 8 Jahre später, man hat sehr viel nachgebaut. Also wie gesagt, 50% der Titanic sind begehbar, kann man sich anschauen. Das Ganze ist übrigens kostenlos. Also ich habe den Link, packe euch den Link in die Videobeschreibung. Wer das sich einfach mal runterladen möchte und einfach mal ein bisschen über die Titanic laufen möchte, der kann das tun. Wir gehen auch gleich noch mal ein bisschen weiter rein ins Schiff. Ich werde mich hier wieder tausendmal verlaufen, vermute ich mal. Hier ist übrigens der Funkraum. Also auch der ist hier ausgestattet. Hier ist die Kabine der Funker. Hier haben sie geschlafen. Hier ist dann das erste SOS gesendet worden. So, aber wir gehen jetzt mal in den Passagierbereich. Und zwar in den der ersten Klasse. Da müssten wir normalerweise, ich weiß jetzt nicht genau, kommen wir hier durch? Jo. Dauert jetzt kurz. Wir haben jetzt ein paar Ladebildschirme, die gab es damals noch nicht. Aber das macht wahrscheinlich Sinn, weil es einfach so groß ist. Und das ist einfach so detailgetreu nachgebaut, das ist der Wahnsinn. Also es macht schon wirklich Spaß, hier rüber zu laufen und das Ganze auch noch kostenlos. Einfach mal über die Titanic laufen, sich das Ganze anschauen. Jetzt sind wir hier in dem Bereich, wir sehen hier vorne ist die Brücke, von da sind wir gerade gekommen. Und jetzt gehen wir einfach mal etwas weiter hier durch. Wir sehen hier die Rettungsboote. Übrigens auch ganz interessant, wir wissen ja, dass die Titanic nicht annähernd genug Rettungsboote hatte. Das ist ja das, was immer bemängelt wird. Aber James Cameron hat damals für seinen Film auch mal ein paar Experimente gemacht. Der James Cameron ist ja sowieso so ein Titanic-Fanatiker. Und ein Experiment war, ob es, also man hätte hier ja noch mehr Rettungsboote hinstellen können, ne? Aber dann wäre das Deck zu voll gewesen, deshalb hat man das nicht gemacht. Aber James Cameron hat damals herausgefunden, dass es auch gar nicht möglich gewesen wäre, mehr Rettungsboote zu Wasser zu lassen, als die man sowieso schon zu Wasser gelassen hat. Von daher, selbst mehr Rettungsboote hätten nicht wirklich geholfen, weil die Mannschaft gar nicht dazu in der Lage gewesen wäre, mehr ins Wasser zu setzen. Also auch das mal ganz interessant. Ich suche jetzt eigentlich den Eingang, wie wir in den dahin kommen. Wir sehen das hier schon so ein bisschen durch die Scheibe, diese große Treppe mit der Glaskuppel. Da will ich eigentlich hin, aber ich finde den Weg noch nicht. Wir können uns da aber sonst auch hinporten, das ist nicht kein Problem. Aber wir gehen erstmal hier noch mal ein Stückchen weiter. Vielleicht finden wir doch noch eine offene Tür. Ja, das hier könnte ein Rauchersalon gewesen sein. Das habe ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm, was hier was war. Gehen einfach mal an die Tür ran. Vielleicht kommt man da rein. Nein, leider nicht. Ah, hier ist eine Tür offen. Dann nehmen wir doch erstmal die. Aber hier sehen wir nicht so viel. Ich weiß nicht mal genau, was das ist. Gut, dann porte ich uns mal ganz kurz dahin. So, wir stehen jetzt hier noch draußen. Nee, stehen wir nicht. Ich dachte, wir stehen noch draußen.
dann stehen wir irgendwo anders. Egal, wir gehen jetzt erstmal hier durch die Tür rein und dann sehen wir hier schon die große Treppe, die ja einige Decks nach unten gingen. Ich glaube bis zum E-Deck, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir gehen aber erstmal nach oben, weil wenn wir hier hochgucken, sehen wir die große Glaskuppel noch nicht. Deshalb bewegen wir uns hier einfach mal noch ein bisschen weiter. Hier wären wir übrigens reingekommen, glaube ich. Kennt man aber auch aus dem Titanic-Film. Ja, hier wären wir reingekommen. Kennen wir übrigens auch aus dem Titanic-Film, wo dann der Schwenk am Ende so reingeht hier und hier stehen die ganzen Leute und Jack steht dann hier und wartet auf Rose und so und dann schwenkt die Kamera hier so rum. Zeigt hier oben noch die Glaskuppel, hier steht alles voll mit den ganzen Schauspielern, mit den ganzen Leuten. Also es ist schon wirklich beeindruckend, wie man das hier nachgebaut hat und wie cool das wirklich hier aussieht. Ich hatte ja auch immer mal noch die Hoffnung, man hat es ja tatsächlich auch so ein bisschen Versuch gehabt. Ich glaube, so ein chinesischer Seefahrer war das, der da die Titanic ja nachbauen wollte, die Titanic 2. Aber ich glaube, das ganze Projekt ist spätestens jetzt durch Corona eingestampft worden. Also die haben ja schon ordentlich gebaut gehabt. Jetzt geht das schon wieder los, dass ich mich hier verlaufe. Ich weiß gar nicht, ob es ein Passagierbereich hier oben ist. Wir gehen mal nochmal nach unten auf das A-Deck und gehen einfach mal nach hier. Ich habe leider jetzt keinen Lageplan hier. Hier kommen wir nicht weiter durch, oder doch? Oh, Tatsache. Das ist ja cool. So. Wow. Also es ist schon echt impulsant, was man hier gebaut hat, wenn man sich überlegt, dass man hier eigentlich auf dem Schiff ist. Aber wie gut das auch hier aussieht, ne? In dem Spiel. Wahnsinn. Schreibraum stand, glaube ich, dran, ne? Wie kann man also schreiben? Reading und... Okay, also Lese- und Schreibraum. So, und dann gehen wir hier mal weiter. Hier ist die Lounge. Wow. Also das sieht schon wirklich mega geil aus hier. Und man darf nicht vergessen, das ist eine Simulation, die einfach mal kostenlos zur Verfügung steht, die man sich einfach mal runterladen kann und man kann einfach mal über die Titanic laufen. Das ist so cool. Auch hier überall Kamine, ne? Wie imposant muss das damals gewesen sein? Wahnsinn. So, wir gehen hier jetzt erstmal wieder durch die Tür durch, einmal zurück und dann gehen wir mal noch ein Deck tiefer. Jetzt waren wir auf dem A-Deck, jetzt gehen wir, ja, wir gehen nochmal nach hier. Was haben wir hier? Smoking. Rauchersalons muss es ja hier auch irgendwo gegeben haben. Hier ist nichts. Wir können auch nachher noch runtergehen in die 3. Klasse und wir können auch noch in den Maschinenraum gehen. Aber hier ist jetzt nichts weiter zu sehen, glaube ich. Oder doch, hier ist noch eine Kabine offen. Au. Ja, das ist schon sehr luxuriös hier, ne? Also wir sind ja, wie gesagt, jetzt in der 1. Klasse. Das ist schon beeindruckend. Ich habe gerade überlegt, ob man auch sprinten kann. Kann man tatsächlich, aber eigentlich will man das ja gar nicht. Hier sind die Fahrstühle da unten. Aber hier wird wahrscheinlich genau das gleiche sein, was wir jetzt auf der anderen Seite schon einmal gesehen haben. Dann gehen wir hier jetzt einfach mal die Treppe nach unten. Und sind dann auf dem B-Deck. Und hier sind dann wahrscheinlich Kabinen. Wir gucken mal, ob wir eine offene finden. Ja. Okay. Aber wie viel Mühe man sich auch damals, also jetzt natürlich in diesem Spiel auch, ne, wie viel Mühe man sich hier mit dem Nachbau gemacht, aber wie viel Mühe man sich hier damals gemacht hat. Ihr seht ja, also ich meine, die Kabinen werden jetzt nicht alle unterschiedlich aussehen, aber man sieht hier doch schon Unterschiede auch in den Kabinen. Mal sehen, ob wir hier noch eine finden. Ich hatte hier, bin vorhin nämlich auch schon mal durchgelaufen, irgendwo hatte ich noch eine gefunden. Die sah auch sehr beeindruckend aus und man darf dieses Bild jetzt nicht vergessen, wenn wir dann nachher runter in die 3. Klasse gehen, wie es dann da ausschaut. So. Okay, Eingang. Hier ist dann nochmal
eine Treppe. Die ging aber nicht ganz durch das Schiff. Also wir sind ja jetzt schon eigentlich auf, genau, wir sind ja jetzt auf dem B-Deck. Die hier geht nur bis zum, oh Gott, jetzt bin ich verwirrt. Nee, ist doch richtig. Ist alles gut. Die andere Treppe war da hinten. Also es gab 2 dieser Treppen. Aber es sieht hier ein bisschen anders aus als da vorne, ne? War jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Das ist eine andere Treppe als die, über die wir vorhin runtergegangen sind. Hier haben wir das Restaurant. Ho. Okay. Das ist schon Wahnsinn hier. So, was wir hier haben. Oh, hier hängt sogar die Karte aus. Vom 12. April. Eieieiei. Wie das ausschaut. Wahnsinn. Hey, kannst du ja ein Stundenvideo von machen. Bis man hier alles sich angeschaut hat. Es ist ja wirklich schade, dass das Schiff damals untergegangen ist, aber wenn man ehrlich ist, kein Mensch würde sich wahrscheinlich heute noch an die Titanic erinnern, wenn das nicht passiert wäre. So traurig das auch ist, ne? Also nicht falsch verstehen, das war schon eine Riesenkatastrophe. Hier ist der Friseursalon. Also es war für alles gesorgt. Ah, hier werden die Kabinen schon ein bisschen nicht mehr ganz so luxuriös. Ich hatte ja, wie gesagt, die andere Kabine auch gefunden. Die war wirklich mega groß. Und genau gegenüber waren dann so eine kleine Kabinen. Ich vermute mal, die waren dann eher für die Bediensteten. Auch das hier könnten solche Kabinen sein. Bin ich mir jetzt aber auch nicht so ganz sicher. Ah, hier haben wir nichts. Hier geht noch eine Treppe runter. Wir waren jetzt, glaube ich, eben auf dem C-Deck. Müsste das hier jetzt fast das D-Deck sein. Hier ist das Krankenhaus. Okay, hier haben sie nichts nachgebaut. Ah. Also ich habe keinen Plan mehr, wo ich bin. Aber das macht ja nichts. So, wir gehen wieder nach oben, weil hier unten war jetzt nichts. Aber jetzt stell dir vor. Warte mal, hier. Hier geht's zur 2. Klasse. Okay, gehen wir mal in die 2. Klasse. Aber stell dir mal vor, du bist da unten in diesem Gewirr von Gängen, Fluren, Kabinen und es kommt Wasser. Ey, du... Nee, ich wäre, glaube ich, total verloren. Krass. So, jetzt sind wir auf dem 2. Klasse Außendeck. Ihr seht schon, es ist nicht ganz so luxuriös wie oben. Man sieht hier schon ein paar Unterschiede. Das hier ist vermutlich... Wir sind auf dem C-Deck. Okay. Ja, das hier wird auch so eine Lounge sein. Oder ist das sogar die, wo wir schon drin waren? Nee, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. So. Auch die Treppe nicht ganz so impulsant. Würde ich mal behaupten. Hier könnten wir dann wieder rausgehen. Aber hier hat man offensichtlich ja auch Zugang gehabt. Und wo sind wir denn jetzt eigentlich? Am Heck sind wir jetzt irgendwo. Vorhin waren wir ja vorne am Bug. Aber das hier scheint tatsächlich alles 2. Klasse gewesen zu sein. Man hat das ja damals noch ordentlich getrennt. So, wir gehen mal noch weiter nach unten. Ich weiß nicht genau, wir müssten ja eigentlich auch in die... Oh ja. Das ist der 2. Klasse Speisesaal. Das sieht im Vergleich zu oben doch schon auch hier anders aus. Wie gesagt, man hatte ja diese strikte Trennung. So, dann gehen wir hier mal runter. Wenn man einen Lageplan hätte, wäre das ein bisschen einfacher. Jetzt sind wir auf dem E-Deck. Was haben wir hier?
Steht hier irgendwas? Nee. Ah, hier hat bestimmt irgendwie ja, ein Steward oder so geschlafen, weiß ich nicht. Hier scheint der Eingang zu dem Schiff gewesen zu sein. Also hier sind die Leute dann reingekommen. Dann war hier wahrscheinlich irgendwie Rezeption oder so etwas. Wir gehen mal nicht weiter runter, weil das ist abgesperrt. Okay, dann gehen wir mal noch einmal zurück. Ich will mal kurz gucken, ob wir über die andere Treppe noch nach unten kommen. Ich laufe jetzt hier mal ein bisschen fixer. So. Ah, okay. Waren wir hier schon? Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Kann das sein? Ich hätte gerne mal in eine Kabine geguckt. Es gibt bestimmt welche, wo man mal reingucken kann. Zweite Klasse. So. Hier ist zu. Jetzt sind wir auf dem... Ich habe es vergessen. Das hier scheint aber ein Postraum zu sein irgendwie. Wir gehen mal hier direkt weiter runter. Irgendwo muss ja wieder was dran stehen. Nein. Ich höre nur das Ticken der Uhr. Es gibt übrigens keine Simulation von dem Untergang hier drin oder so etwas, ne? Also es ist tatsächlich einfach nur hier rumlaufen und sich das Schiff anschauen. Aber ich finde das schon sehr beeindruckend. Hier ist die Treppe dann auch zu Ende. Dann porte ich uns mal wieder woanders hin. So, willkommen in der 3. Klasse. Und wir sehen hier schon die Gitter, die den Weg nach oben versperren, beziehungsweise in Bereiche, wo man nicht hin sollte. Und hier ist dann tatsächlich auch direkt der Boarding-Bereich für die 3. Klasse. So, hier unten sehen wir schon auf jeden Fall nicht mehr luxuriös. Kein Teppich, hier ist einfach nur der blanke Boden. Und wir gucken uns jetzt mal um, ob wir hier mal eine Kabine entdecken. Hier würde es dann sogar noch weiter runtergehen. Aber da kommt man dann wahrscheinlich dann nur noch in den Maschinenraum. Es muss ja auch furchtbar laut hier unten gewesen sein, weil man ja wirklich ziemlich dicht an den Maschinen ist hier. So. Und da unten geht es noch viel, viel weiter. Aber ich will gerne eine Kabine sehen. Ich habe schon mal eine gesehen. Die würde ich euch aber auch gerne zeigen. Auch die Treppen, ne? Also das ist dann doch schon ein deutlicher Unterschied, hier, wenn man hier unten ist. So, ich weiß das leider nicht genau, auf welchem Deck wir uns hier überhaupt befinden. Hier war wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, Gepäckraum oder sowas. Scheint hier überall gewesen zu sein. Ne, hier geht es noch weiter runter. Also ich interessiere mich ja schon für die Titanic, aber ansonsten, so einen Bauplan vom Schiff habe ich auch nicht im Kopf. Hätte ich mir mal vorher einprägen sollen. So, da vorne ist zumindest mal eine Tür offen. Ja, schauen wir mal, ob wir da irgendwo... Uiuiui, okay, hier sind wir ja schon fast... Hier sind wir schon im Maschinenraum eigentlich. Deshalb sage ich ja, das muss furchtbar laut hier unten noch gewesen sein. Ja, hier auch, Maschine, Maschine. Und hier haben wir wahrscheinlich einen Speisesaal. Also, Luxus ist das hier nicht mehr. Das war halt einfach nur die Leute, die halt, ja, irgendwie transportiert werden wollten. Aber kein Geld wirklich hatten. So. Und hier geht es sogar noch weiter runter. Aber hier scheint der Speisesaal zu sein. Aber auch das natürlich nicht wirklich luxuriös. Aber eine Kabine würde ich trotzdem nochmal gerne sehen. Und dann können wir nochmal in den Maschinenraum gehen. Und dann ist das Video auch schon lang genug, glaube ich. Irgendwo war hier eine Kabine. Hier. Nee, das ist ein Badezimmer. Das hier ist eine Kabine. Also im Vergleich zu dem, was wir oben gesehen haben, ist das hier halt einfach, wow. Ne? Einfach nur Menschen unterbringen. Hier ist nichts mehr von Luxus.
Absolut nicht mehr. So, hier sehen wir auch ein Badezimmer, Baderaum, Toiletten hier. Und hier dann einfach ein paar Waschbecken. Hier größere Waschbecken, damit man sich komplett waschen kann, weil Duschen gab es hier nicht. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir hier im Jahr 1912 sind. Da war das ja alles noch ein bisschen anders als heute. Oh, hier kannst du denn auch mal an Deck gucken. Das hier müssen die Ladeluken gewesen sein, wo dann die... Oder? Ja, es könnte sein, dass hier halt Ware runtergeladen wurde. Das hier sieht wieder aus wie Personal. Auch das hier ist wahrscheinlich irgendwas personalmäßig, obwohl eigentlich... Das sieht ja schon wieder ein bisschen luxuriöser aus. So, und dann hast du halt hier... Guck mal, wie weit die Passagiere... Die müssten eigentlich am Heck irgendwo gewesen sein. Die müssen da eigentlich auch... Ich weiß nicht genau, am Heck muss eigentlich auch ein Außenbereich gewesen sein. Oder das hier war der Außenbereich für die 3. Klasse. Auch das ist möglich. So, wir porten uns jetzt aber mal in den Maschinenraum und schauen uns da auch nochmal kurz ein bisschen um. So, willkommen im Maschinenraum. Man sieht hier nicht ganz so viel, also das hier sind die großen Heizkessel, zumindest einige von denen. Kann man auch nochmal durchgehen. Hier haben die Leute dann geschuftet, haben halt die Kohle reingefeuert. Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass es damals zur Zeit von der Titanic wenig Schiffe gab, die den Atlantik überqueren konnten, weil es einfach keine Kohle gab. Weil irgendwie die Bergarbeiter gestreikt haben oder irgendwie sowas. Und der Chef von der White Star Line, wo die Titanic ja zugehört, der hat halt sämtliche Kohle, die er von seiner Reederei hatte, auf die Titanic bringen lassen. Weil das Schiff war damals neu und es war dann auch so ziemlich das einzige Schiff, was überhaupt in der Lage war, mit der Kohle den Atlantik zu überqueren. Also auch ganz, ganz interessant eigentlich, auch hier die Schubkarren, mega. So, und hier konnte man dann durch sämtliche Kesselräume durchlaufen. Und hier müssen ja dann, ja, hier kommen wir nicht weiter, weil hier irgendjemand die Schubkarre umgekippt hat. Hier müssen ja dann noch irgendwo die Shots gewesen sein. Da hier sind die Shots. Das sind diese wasserdichten Shots, die ja leider nicht hoch genug gingen. Ein paar Decks höher und die Titanic wäre nicht untergegangen. Hätte das Wasser draußen halten können, so sagt man zumindest. Das ist das, was ich gehört habe, ne? Aber so, weit erstmal zu Titanic, Honor and Glory. Wie gesagt, kostenlos. Link ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich bedanke mich aber bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet das auch so interessant, mal diesen Einblick zu haben. Ich finde, in den 8 Jahren ist viel passiert. Ich habe mein Versprechen auch eingehalten, dass ich dazu nochmal ein Video mache. Und vielleicht kommt ja auch nochmal eins, wo wir uns das dann nochmal anschauen. Und einfach mal schauen, wie es in ein paar Jahren dann hier aussieht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer David.